Wie geht's? Ich hoffe, dass es euch sehr gut geht. Mein Name ist Mohadesse. Ich komme aus dem Iran, aber bin Deutschlehrerin. Hier sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Videos zu liken. Vielen Dank. Ihr wisst, dass wir in diesem Kanal über die deutsche Sprache sprechen und ich versuche euch durch Vlogs und auf indirekte Weise beim Erlernen dieser Sprache zu helfen. Aber in einigen Videos sprechen wir über verschiedene Themen der deutschen Sprache, wie in meinem Video über Bücher zum Deutschlernen oder dem Video über meine Erfahrungen beim Deutschlernen oder dem vorherigen Video über Motivation beim Deutschlernen. Einer von euch hat mich im Kommentarbereich des vorherigen Videos gebeten, über Techniken zum Auswendiglernen von Vokabeln zu sprechen. Deshalb werden wir heute eines dieser Videos haben, in dem ich über das Deutschlernen spreche. Okay? Heute werde ich euch anhand meines Wissens und meiner Erfahrung erzählen, wie ihr euch neue Wörter leichter merken könnt. Bevor wir anfangen, sollte ich betonen, dass alles, was ich heute sage, auf meinem eigenen Wissen basiert. Nicht nur als Deutsch- und Englischlehrerin, sondern auch als eine Person, die bisher schon 3 Sprachen gelernt hat. Okay, fangen wir an. Ihr solltet bedenken, dass das Lernen neuer Wörter ein Prozess ist und Zeit braucht. Besonders wenn die Wörter neu sind und ihr sie noch nie zuvor gelernt habt. Okay? Der beste Weg, ein neues Wort zu lernen, ist es auf verschiedene Weise zu lernen und dann es auf verschiedene Weise zu produzieren. Heute werden wir sehen, wie wir die neuen Wörter lernen und produzieren oder verwenden können. Mein erster Tipp für euch ist, den Wortschatz themenbezogen zu lernen. Ihr könnt zum Beispiel den Wortschatz über Familie oder Beruf oder Mode oder Umwelt lernen. Für jedes Sprachniveau gibt es zu jedem dieser Themen einen Wortschatz. Ihr könnt sehen, dass ich selbst den Wortschatz auf diese Weise lerne. Ich lerne die Wörter verschiedener Themen. Zum Beispiel über Familie könnt ihr auf Niveau A1 die Namen von Familienmitgliedern wie Mutter, Vater, Bruder und so weiter lernen. Auf Niveau A2 könnt ihr einige Adjektive und Verben lernen, um Familienmitglieder und Beziehungen zu beschreiben, wie jemanden unterstützen oder mit jemandem gut auskommen. Auf Niveau B1 könnt ihr einige Redewendungen und Ausdrücke lernen, die mit diesem Thema zusammenhängen, wie den Lebensunterhalt verdienen oder das schwarze Schaf der Familie sein. Ja? Der Vorteil, neue Wörter auf diese Weise zu lernen, ist, dass ihr sie euch dann leichter merken könnt. Ja, weil sie in eurem Gedächtnis miteinander verknüpft werden. Und dann könnt ihr sie beim Sprechen oder beim Schreiben verwenden. Ich meine, dass ihr dann bereit seid, mit den Wörtern, die ihr schon gelernt habt, über dieses Thema zu sprechen oder einen Text zu schreiben. Aber selbst in Gruppen und Kategorien gibt es manche Wörter, die schwer zu merken sein können. Es gibt einige Techniken, die das Einprägen erleichtern können. Zunächst einmal lernt ihr die Wörter wahrscheinlich besser, wenn ihr sie aufschreibt. Wenn ihr sie beim Schreiben laut aussprecht, lernt ihr sie wahrscheinlich besser.
Auch kann es helfen, Sätze mit ihnen zu bilden oder Beispiele mit diesen Wörtern zu schreiben. Ich empfehle auch, dass Lernende mit fortgeschrittenen und Mittelstufenkenntnissen beim Lernen der neuen Wörter auch Kollokationen wie Nomen, Verbindungen lernen. Wenn ihr euren Lernstil findet, könnt ihr herausfinden, welche Technik euch mehr hilft. Ich habe die Lerntypen bereits im letzten Video erklärt. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch, es euch anzusehen. Eine der besten Methoden, sich zu merken, ob ein Wort feminin, maskulin oder neutral ist, besteht darin, sie in unterschiedlichen Farben in euer Notizbuch zu schreiben. Ihr könnt zum Beispiel maskuline Wörter immer mit einem blauen Stift schreiben, feminine Wörter mit einem roten Stift und neutrale Wörter mit einem grünen Stift. Diese Technik ist sowohl für visuelle als auch für haptische Lerner sehr nützlich. Eine weitere gute Methode, sich den Grundwortschatz der Gegenstände einzuprägen, ist die Verwendung von Haftnotizen. Ihr könnt die Namen der Dinge oder ihre Farben oder ihre Adjektive darauf kleben. Auf diesen Tisch kann ich zum Beispiel das Wort der Tisch kleben, das ich in Blau geschrieben habe. Oder ich kann das Wort aus Holz oder seine Farbe schreiben. Braun. Auf diese Weise werdet ihr euch diese Wörter mehrmals am Tag ansehen und sie werden euch im Gedächtnis bleiben. Neben dem Lernen der neuen Wörter ist es auch wichtig, dass ihr diese Wörter wiederholt hört. Menschen, die in Deutschland leben, haben die Möglichkeit, deutschen Muttersprachlern und Gesprächen aus erster Hand zuzuhören. Aber wenn ihr nicht in Deutschland lebt, wie ich, solltet ihr euch solche Umgebung schaffen. Okay? Ihr solltet euch zum Beispiel Podcasts, Nachrichten und Radio anhören. Oder wenn ihr die Vokabeln zu einem bestimmten Thema lernt, solltet ihr oder könnt ihr einige YouTube-Videos zu diesem Thema ansehen. Okay? Auf diese Weise werdet ihr die Wörter sicherlich wiederholt. Diese Methode ist besonders nützlich für auditive Lerner. Das Lesen deutscher Texte aus Büchern, Zeitschriften, Lernbüchern und so weiter ist auch eine sehr gute Möglichkeit, neue Wörter zu lernen. Denn beim Lesen lernt man die Wörter im Kontext, also in einem Satz. Und auf diese Weise kann man genau lernen, wie das Wort verwendet werden soll. Aber jetzt ist es an der Zeit, das zu produzieren, was ihr bereits gelernt habt. Sprechen und Schreiben sind die beiden produktiven Sprachfertigkeiten, weil ihr Sprache produzieren müsst. Wann immer ihr sprecht oder schreibt, müsst ihr viele Vokabeln verwenden und wenn ihr die Vokabeln verwendet, bleiben sie in eurem Gedächtnis haften. Wenn ihr euch einige Wörter merken wollt, ist es besser, sie nach dem Lernen zu verwenden. Wenn ihr zum Beispiel den Wortschatz über die Familie gelernt habt, versucht 2 Minuten lang über eure Familie zu sprechen oder einen kurzen Text über eure Familie zu schreiben und die Wörter zu verwenden, die ihr an diesem Tag gelernt habt. Die Wörter in Sätzen zu verwenden und Texte oder Reden zu bilden, ist meiner Meinung nach notwendig, um sich die Wörter einzuprägen. Jetzt ist es Zeit, die Techniken zu wiederholen. Zuerst einmal solltet ihr die Wörter lernen. Vielleicht lernt ihr aus Texten. Auf diese Weise könnt ihr euch Notizen machen oder die Wörter markieren oder die Sätze lesen, in denen diese neuen Wörter verwendet wurden. Aber wenn ihr neue Vokabeln allein lernen wollt, versucht sie nach Themen zu kategorisieren. Okay? Auch hier könnt ihr euch Notizen machen und sie wiederholen und sie auf Haftnotizen schreiben, um sie besser zu lernen. Versucht danach, euch YouTube-Videos zu diesem Thema anzusehen. Es ist auch hilfreich, jeden Tag Podcasts und Radio zu hören.
und am Ende versucht zu sprechen oder zu schreiben, während ihr die neuen Wörter verwendet, die ihr gelernt habt. Das ist alles. Ich hoffe, ihr fandet die Techniken nützlich. Wenn ihr möchtet, dass ich über ein anderes Thema spreche, sagt mir bitte Bescheid in den Kommentaren. Danke, tschüss, bis zum nächsten Video.